Das ist der Status, wie er heute existiert. Heute unterstützen wir als Digital ID den deutschen Personalausweis und die österreichische Bürgerkarte und die Handysignatur. Wir wollen das, weil das für uns ein strategisches Element ist, weiter vorantreiben, nach ganz Europa tragen. Die Schweizer Identität, Portugiesisch, die spanische Identität, dann Belgien, und ich werde jetzt demnächst den Abgeordneten Paul Rübig aus Oberösterreich in der Europäischen Union in Brüssel besuchen, um mit ihm einerseits dieses Vertragsthema zu besprechen und andererseits von ihm einen Status zu bekommen, inwieweit sind digitale Identitäten in den europäischen Mitgliedstaaten verbreitet, für welche Services werden sie bereits verwendet und in welcher Reihenfolge soll die Fabersoft diese am besten unterstützen, damit das für beide Seiten Sinn macht. Die Abgrenzung zu den Amerikanern, die muss ganz einfach sein. Wir Europäer haben in der Informationstechnologie viel Bodengut zu machen. Uns ist alles abhanden gekommen, was es einmal gegeben hat. Ich erinnere nur an Nixdorf, Olivetti, ICL, Bull und so weiter, viele andere, Navision, Fast, die beide von Microsoft gekauft wurden. Es ist gar nicht viel übrig und es ist die Cloud ein neues Spiel und ein neues Glück. Und das darf diesmal die EU, erlauben Sie mir diesen österreichischen Ausdruck, nicht versaubeuteln, sondern diesmal müssen wir das richtig machen. Und wir müssen dafür sorgen, dass europäische Unternehmen eine Cloud-Infrastruktur nützen können, wo die Amerikaner nicht per Zwangsverordnung hineinschauen dürfen. Das ist nämlich der Patriot Act, der klingt schon so wie die Patriot-Raketen. Die Geografie der Daten gehört zwangsweise dazu, zu dieser Argumentation. Wir garantieren Ihnen den Speicherort der Daten. Aktuell ist das Österreich und bis Mai werden wir Geografien für Teamrooms unterstützen. Was bedeutet das? Das heißt, es wird Rechenzentren in Deutschland geben und Sie können beim Teamroom sagen, dieser Teamroom soll in Deutschland liegen oder dieser Teamroom soll in Österreich liegen. Vielleicht haben Sie auch einen Teamroom, der in Liechtenstein liegen soll. Und die Nutzer, selbstverständlich eine Cloud, die ist nur partitioniert, eine Cloud, und die Nutzer können in beliebigen Teamrooms dabei sein, wenn sie dort entsprechend eingeladen werden, Rechte haben. Welche Besonderheit machen wir in Österreich? Auch das stelle ich bitte hier zur Diskussion, wie weit das für Sie von Interesse sein kann. Es gibt im Behördenbereich immer wieder die Angst der externen Datenhaltung und der Ausfallsicherheit, wenn das Internet zusammenbricht. In Österreich gibt es zwei wesentliche Internetknoten, VIX1 und VIX2, Vienna Internet Exchange. Das sind die öffentlichen Knoten. Daneben gibt es GoFix. GoFix ist der Government-Knoten, der am Accunet, das ist das österreichische Wissenschaftsnetz, hängt. Und wir werden in den Rechenzentrum der österreichischen Bundesregierung, also des österreichischen Bundes, werden wir eine Partition der Cloud für den Bund etablieren, die am GoFix-Knoten hängt. Das heißt, wenn das Internet zur Gänze ausfällt, hat die österreichische Regierung, haben die Landesregierungen trotzdem eine krisensichere Cloud zur Verfügung. Das ist ganz essentiell und das ist auch ein Nebeneffekt dieser Cloud und dieser Partitionierung und dieser Geografie-Thematik in der Cloud.